Hi und herzlich willkommen zu dem Aquarell-Doodles-Video im April. Dieses Video startet ein bisschen anders als die anderen Videos, denn vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen, zwischen März und April kam mein eigenes Aquarell-Set raus, und zwar in Kooperation mit der Landlust, und ich freue mich riesig, euch das jetzt ganz kurz vorzustellen, weil ich werde mit diesem Set natürlich auch jetzt malen, und zwar sehr viel. Genau. Also das Herzstück von dem ganzen Set ist der Aquarellkasten, den ich selbst zusammengestellt habe mit 12 Farben, die ich ständig verwende. Ich glaube, ich bräuchte keine anderen Farben mehr. Ich persönlich, das sind die ich immer benutze. Ihr seht, ich habe auch schon kräftig damit gemalt, und auch die Farben werden wir jetzt in dem Video verwenden. Das ist eine ganz tolle Zusammenstellung, die saisonübergreifend funktioniert. Also das ist jetzt kein expliziter Frühlingskasten oder Sommerkasten, sondern der geht wirklich über das ganze Jahr. Als nächstes haben wir auch ein ganz tolles Papier, und zwar das Aquarellpapier von Stifteliebe. Das ist das Hanemühle Expression Papier, mit dem ich total gerne male. Also vielleicht kennt ihr das ja auch schon. Das ist richtig toll. 300 Gramm kaltgepresstes Baumwollpapier. Das ist perfekt fürs Aquarellmalen. Dann ist im Set auch noch ein Rundpinsel in der Größe 6 von Kum dabei. Das ist quasi ein Allrounder. Viel mehr braucht ihr vor allem für den Anfang nicht. Und dann noch ein Aquarellstift, falls ihr mal was vorzeichnen möchtet oder skizzieren möchtet. Und da verschwinden nämlich die Linien, wenn man mit der Farbe wieder drüber geht. Das ist super praktisch, also kann ich wirklich nur empfehlen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall mit den Aquarell-Doodles, und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's mit unseren Doodles. Ich habe ja mein Aquarellpapier hier von dem Stifteliebe-Blog, was ich für das Video heute verwende. Eine Sache, die nicht im Set dabei ist, die ich noch nehme, ist dieser Stabilo Aquacolor Buntstift, also Aquarellbuntstift in so einem Rotton. Das sind unsere Doodles, das war die ursprüngliche Skizze. Ich habe nur eine kleine Sache abgeändert, und zwar den Iced Coffee zu einem Espresso verwandelt, aber das war es auch schon. Und für diese Doodles verwende ich den Aquarellstift in meinem Set, um mir so die groben Formen zumindest vorzuzeichnen und auch so ein bisschen das Layout auf diesem Doodleblatt festzulegen, damit sich die Motive nachher nicht in die Quere kommen. Die haben ja schon unterschiedliche Formen, aber mit so einer Skizze geht das immer ganz gut. Wir haben oben links das Macaron, dann in der Mitte den Jutebeutel, rechts die Vase, wo die Blumen dann reinkommen. Hier die Sonnenbrille, die ich quasi nur mit so 2 Dreiecken und einer Umrundung skizziert habe. Das ist eigentlich relativ einfach, auch wenn es ein bisschen komplizierteres Motiv erscheint. Dann kommt jetzt hier die Kiste oder diese Box, wo nachher die Blaubeeren reinkommen. Das muss nicht gerade sein, das ist bei mir auch so ein bisschen schief und krumm, aber auf dem Markt oder so ist es ja auch nicht immer eine perfekte Box. Dann unser Marmeladenglas. Das habe ich rund gemacht, ihr könnt das aber natürlich auch eckig machen, ganz wie ihr möchtet. Und zum Schluss, wie angekündigt, noch die kleine Espresso-Tasse von oben, ohne Unterteller oder sonstigem. Und dann haben wir es schon und können loslegen zu aquarellieren. Wir haben als erstes noch eine Farbpalette, die ich euch zeigen möchte, und zwar das schöne Indigo-Blau. Und als nächstes so eine Mischung aus dem Umbra Gebrannt und dem Titan Buff. Damit haben wir so einen tollen, gedeckten Beige-Ton, würde ich sagen. Dann mischen wir uns ein frühlingshaftes Grün mit dem Saftgrün und nochmal dem Titan-Buff an. Und ich habe hier noch so eine Mischung aus dem Chinacridon-Rosa und dem Titan-Buff. Und ein paar Klecksen Gelb gibt es natürlich auch noch dazu. Für den Anfang habe ich mir jetzt so eine ganz verwässerte Mischung von dem Indigo Blau genommen und damit schon mal die Gläser der Sonnenbrille so ein bisschen ausgemalt. Das darf ruhig ein bisschen transparent sein. Nachher skizzieren wir noch die
die Sonnenbrillenhalter, die Sonnenbrillenbügel, die wir da durchschimmern sehen. Aber als nächstes kommt jetzt erstmal die Grundierung für die Vase. Die ist auch in einem bisschen helleren Indigo oder einem bisschen verwässerteren Indigo-Blau. Und auch die Espresso-Tasse, da darf sich das Blau auch nochmal wiederfinden. Das ist im Prinzip erstmal nur ein Kreis und dann der Henkel noch so als kleines Rechteck oder Quadrat, was ihr dann an diesen Kreis dran setzt. Dann nehmen wir uns ein bisschen von unserem Rosaton auf den Pinsel. Damit werden wir ganz schön viel arbeiten in diesem Motiv. Und jetzt darf erstmal das Macaron damit angemalt werden, die obere Hälfte und die untere Hälfte. Das malen wir im Prinzip erstmal aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch so ein paar Schatten da reinsetzen. Auf dem Baumwollpapier geht es ja ziemlich gut, dass es schön verläuft. Ich habe hier ein bisschen zu viel Wasser genommen, das werdet ihr nachher sehen, aber das ist nicht schlimm, dann hat es ein bisschen Struktur. Aber normalerweise beim Baumwollpapier verläuft das wirklich ganz toll und macht ganz, ganz schöne Verläufe. Und mit demselben Farbton, können wir dann auch schon mal das Marmeladenglas grundieren. Ich habe hier ein bisschen zu viel Farbe genommen, aber man kann dann den Pinsel einmal auswaschen und einfach wieder ein bisschen Farbe abnehmen. Ich wollte das ein bisschen matter haben, damit ich danach nochmal was reinmalen kann. Und das geht so ganz gut, wie ihr seht. Mit unserem Beige-Ton wird jetzt diese Kiste auch grundiert. Auch da war ich gar nicht zu ordentlich. Ich habe da einfach die Seiten einmal angemalt und dann die Ränder oben, als wären die umgeklappt oder einfach als Rand angedeutet. Das ist auch von den Proportionen jetzt nicht perfekt geworden, aber das interessiert uns bei den Doodles nicht, zumindest mich nicht. Ich mache da einfach wirklich so, wie es gerade kommt, das ist egal. Dafür sind die Doodles da, einfach um loszulegen und um loszumalen. Da müssen wir nicht immer alles perfekt machen. Jetzt wird der Jutebeutel angemalt in einem schön hellen Grasgrün. Wir lassen in der Mitte so ein Rechteck frei. Da kommt nämlich nachher noch so ein schönes Blumenmuster rein in dem Indigo-Blau. Deshalb lasst es auch frei. Auch hier ist es nicht schlimm, wenn es nicht gerade ist. Der ist vielleicht so ein bisschen zerkrumpelt, der Beutel. Und die Enden der Henkel, die sollten auch dank dem Baumwollpapier ziemlich gut verfließen mit dem Rest von dem Beutel. Jetzt kommen wir auch schon zur Sonnenbrille. Da wird der Rahmen mit unserem rosa oder Pinkton ausgemalt. Und wir setzen auch noch die Enden der beiden Bügel an die Seite dran. Den Rest machen wir dann später, wenn alles wirklich gut getrocknet ist. Aber wir können jetzt mit demselben Farbton auch schon mal ein paar Blumen in unsere Vase setzen. Da mache ich einfach so ein paar ganz simple Blütenblätter, ein paar kleinere spickeln so unten durch. Das müssen jetzt keine vollständigen Blüten werden. Und die Blütenmitte machen wir dann nachher dazu. Und in einem bisschen höher oder stärker pigmentierten Pinkton kommt dann die Macaron-Füllung noch dazu. Ihr könntet die theoretisch auch in einer anderen Farbe machen, das ist mir aber leider jetzt zu spät eingefallen. Aber ich finde ein ganz pinkes Macaron auch ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und jetzt kommt die erste Schicht Blaubeeren. Ich habe da wirklich nur ganz stumpf so Farbtupfer oder kleine Kreise im Prinzip aneinander gesetzt. Da gehe ich auch nachher nochmal mit einer zweiten und dritten Schicht drüber. Aber jetzt wollen wir erstmal so eine Art Grundierung schaffen und die Kiste vollpacken mit ganz vielen leckeren Beeren. Und wir reduzieren die Weißräume zwischen den Beeren nach und nach immer mehr. Das ist jetzt okay, wenn da noch ein bisschen weiß durchschimmert. Und dann geht es weiter mit unserem Grünton. Damit malen wir den Deckel des Marmeladenglases an. Lasst da auf jeden Fall so ein kleines Stückchen frei in der Mitte, da kommt dann das Band noch hin.
Und mit demselben Grünton können wir auch ein paar Stiele und kleine Blättchen ergänzen bei den Blumen in unserer Vase. Für das Erdbeermarmeladenglas, ich habe jetzt mich wohl gerade entschieden, dass das Erdbeeren sind, habe ich noch so ein paar Punkte da drauf gemacht und die ein bisschen mit Wasser verwässert. Auch hier kommt uns das Baumwollpapier da total entgegen, dass es so schöne weiche Verläufe gibt. So sieht es aus, als wäre in dem Glas so ein bisschen was drin, irgendeine Masse mit Substanz. Und jetzt geht es auch schon an den Jutebeutel, an die Blumen, die ich eben angedeutet habe. Das sind vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen, ich sag mal, unförmige Blütenblätter, aber das soll so ein bisschen abstrakteres, so ein Retro-Muster werden. Hauptsache, ihr achtet darauf, dass ihr den Rand da einhaltet, den wir uns freigelassen haben, und dann könnt ihr einfach, wie euch gerade die Weißräume so daherkommen, wie die sich gerade so ergeben, die füllt ihr dann einfach mit Blütenblättern aus, so dass ihr am Ende da so ein cooles Muster habt. Wie gesagt, es gibt noch eine zweite Schicht bei den Blaubeeren. Hier gucke ich, dass ich jetzt so ein paar von den Weißräumen ein bisschen reduziere, indem ich einfach nochmal mit einem bisschen stärkeren und dunkleren Blauton drüber gehe. Dadurch, dass die erste Schicht jetzt trocken ist, geht es auch wunderbar und verschwimmt einfach nicht so. Die Blümchen kriegen jetzt noch eine Blütenmitte in dem schönen Gelbton und damit malen wir dann auch unser Marmeladenglasband voll. Jetzt geht es an die Espresso-Tasse, die bekommt auch eine Grundierung erstmal mit unserem schönen Beige-Ton. Da kommt nachher auch noch mal ein bisschen eine dunklere Schicht drüber. Wir können aber jetzt auch schon hier ein paar schöne Schatten setzen und auch die Kiste von den Blaubeeren bekommt noch so ein bisschen Kontur zumindest. Also ein paar Schatten dürfen da auf jeden Fall drauf. Das macht auf jeden Fall noch was her. Das ist jetzt auch nicht besonders ordentlich, einfach so ein paar Stellen, auf denen ihr drüber wischt. Mit unserem Pinkton, den muss ich immer nachmischen, gehe ich jetzt nochmal über die Füllung, dass die sich auch wirklich schön abhebt zwischen den beiden Hälften, und auch bei der Brille war ich noch nicht so ganz zufrieden. Da müsst ihr mal gucken, wie eure Farbe getrocknet ist auf dem Papier, was ihr gerade habt. Aber ich fand, die darf noch einen knalligeren Rahmen auf jeden Fall haben. Die Blüten bekommen noch so ein paar Schatten verpasst. Und auch unser Marmeladenglas kriegt noch so ein paar Pünktchen. Auch auf der Tasche darf das Pink nicht fehlen. Auch da, die Blütenmitten werden in Pink gemalt. Und für unseren Espresso habe ich mir nochmal ein dunkleres Sepia-Braun ist das, glaube ich. Oder Van Dyck Braun ist das. Zusammen mit dem Umbra gebrannt, gemischt, und so kommt die Crema vom Espresso noch mal ein bisschen besser raus. Die Vase wird noch mal mit dem Indigo-Blau mit so ein paar ganz dünnen Streifen mit der Pinselspitze verziert, und wie sollte es anders sein, die Blaubeeren kriegen auch noch mal eine Schicht verpasst. Die Espresso-Tasse kriegt ein paar Schatten. Und jetzt, wie angekündigt, die Bügel der Sonnenbrille. Das kommt jetzt, wenn man das ganz mit dem Lineal streng nachzeichnen würde, kommt es wahrscheinlich nicht hin, aber das ist egal, das spiegelt sich ja auch nur so ein bisschen. Also das muss nicht komplett richtig sein. Und auch bei dem Marmeladenglas, da dachte ich mir, kann man den Stoff vielleicht noch mal ein bisschen interessanter machen und so ein kleines Karo-Muster da drauf bringen. Der Jutebeutel kriegt auch noch ein paar Schatten verpasst, ein paar Konturen einfach an so ein paar Stellen. Das muss nichts Wildes sein. Und mit unserem Buntstift gibt es beim Makaro auch noch ein paar Schattierungen. Und das Marmeladenglas wird natürlich noch beschriftet, damit wir auch wissen, was es ist. Und damit habt ihr schon geschafft. Das sind unsere April-Doodles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald!